das Land. Brutal, aber wunderschön. 4 Leute, die bis an ihre Grenzen gehen. 3 Wochen, pure Eindrücke. Ein Ziel, das Everest Base Camp. 150 Kilometer, 8000 Höhenmeter. Das ist Easy Reise auf Nepal. Kathmandu, die Hauptstadt von Nepal und der Start von unserer Reise. Chaotisch, religiös und farbenfroh beschreibt der Ort, glaube ich, ziemlich gut. Wir sind angekommen und haben direkt mega viele eindrückliche Sachen gesehen. Aber wer sind wir überhaupt? Ich bin der Stefan. Ich habe gezielt gewisse Touren gemacht, auch mit einem schweren Rucksack. Ich denke, ich sollte parat sein, ausser dass ich im Moment gesundheitlich ein bisschen angeschlagen bin. Ich bin Martin. Ich habe mich eigentlich recht intensiv auf die Tour vorbereitet. Mental werde ich sehen, was passiert. Körperlich habe ich mir ein bisschen Plan gemacht. Jede Woche versucht, 1000 Höhenmeter zu machen. Manchmal hat es geklappt, manchmal nicht, manchmal ein bisschen mehr. Mein Name ist Priscilla. Meine Haarvorbereitung war, meine Haare daran zu gewöhnen, möglichst lange nicht zu waschen. Nein, ehrlich, ich mache mir nicht so Sorgen, was das Wandern anbelangt. Die Höhe könnte eine Challenge werden und es nicht haarwaschen. Ich bin Valin, bin der Filmer dieser Gruppe. Ich bin wahrscheinlich der, der am schlechtesten vorbereitet ist. Ich habe nämlich einmal eine Thailand-Ferien gemacht und so sportlich sind die nicht. Darum bin ich gespannt, was mich da nimmt. Schon in den ersten 2 Tagen haben wir einen tiefen Blick in die Menschen und Kultur von Nepal bekommen. Da ich das schon einmal machen durfte und die es verbreitet haben, recht bewundert habe ich mir gesagt, ich wollte sportlich mir dort ein höheres Ziel setzen. Darum habe ich auch beim Packen auf jedes Gramm gelegt und komme jetzt gleich etwa auf 11 Kilo. Ja, ich bin gespannt, wie sich das auswirkt, aber da wir sehr langsam gehen auf die Zeit, mit dem Abgewinnen und allem, denke ich, kommt das sehr gut. Ich habe noch nie so wenig Make-up mitgenommen in Ferien und ich habe noch nie keine High Heels oder irgendwelche Kleidchen mitgenommen. Mit der Priscilla bin ich vor 10 Jahren in Island reisen. Ich weiss, dass sie sehr sportlich ist, Marathon-Zeug und Sachen läuft. Also da ziehe ich heute. Ich weiss auch, dass sie schlotet in einer Dampflocke. Ich weiss, ich rauche. Aber, unter uns gesagt, ich glaube, ich werde ab jetzt, wenn wir noch auf die Berge gehen, massiv weniger rauchen als die Tage jetzt auch in Kathmandu. Stefan, mit dem habe ich ein paar Bergtouren gemacht. Der ist fit. Der Balin, ja. Ich glaube, der Balin wird es ein bisschen unterschätzen. Ich habe das Gefühl, Priscilla nimmt sich das ein bisschen zu locker und ich bin gespannt, wie das alle machen. Die Gruppe ist relativ gut gerüstet, gut fit. Also ich habe jetzt das Gefühl, es ist einer, der sehr aus dem Raster rausspringt. Und dann haben wir unseren Guide getroffen, den Ganesh. Spontan haben wir entschieden, für einen Flug auf Lukla ein Heli zu buchen. So sparen wir uns 2 Tage und eine sehr holprige Fahrt zum Flughafen. Der Ganesh hat alles organisiert und wir haben währenddem ein feines Welcome-Dinner genossen. Good, sir? Yes, very good. Am nächsten Tag ist es schon losgegangen. Wir haben unsere 7 oder 100 Sachen gepackt und sind auf dem Weg Richtung Flughafen. Für ziemlich jede Tour ins Everest-Gebiet müssen wir zuerst auf Lukla fliegen. Weil die Flüge aber der Flughafen zu Kathmandu wurde überlastet, startet die alle von einem anderen Ort. Zum Zeitsparen haben wir ein Heli gebucht und sind so auf den schnellsten Weg Richtung Lukla. Da sind wir. Children book, most famous in Switzerland. Thank you. Lukla. 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 Thank you. Beim herzigsten Hund vom ganzen Himalaya haben wir unsere Träger getroffen. Anders als wir sind sie nicht mit dem Heli gekommen, sondern 2 Tage lang raufgelaufen. Bist du daheim? Zieh jetzt die Brille ab. Du weißt, was ich meine. Oder so, hä? Ja. Richtig geil. Lukla, das Daheim von einem der gefährlichsten Flughäfen, die es gibt. Und der Start von unserem Weg zum Basecamp.
Congrats. The dog days are over. The dog days are done. The horses are coming, so you better run. Run fast for your mother, run fast for your father, run for your children, for your sisters and brothers. Der erste Tag vom Track, so eine Brille weg. Carry it with you if you want to survive. The dog Nach 2,5 Stunden sind wir bei unserem ersten Gasthaus angekommen und herzlich begrüßt worden. Luxus. Und schmecken. Nachdem wir von einem Erdbeben geweckt worden sind, haben wir uns für einen weiteren Weg auf Namche Bazaar parat gemacht. In the night when my body slept in my bed, my mind was running through the woods instead. 100 miles an hour in the fast lane, 100 miles an hour in my head. Ja, komm jetzt. 100 miles an hour in the fast lane, Okay, krass. 100 miles an hour to the edge. Und ist kalt gewesen? Nein, es ist mega angenehm. Angenehm. Ich habe mir schlimmer vorgestellt. Das ist geil. 100 miles an hour in the fast lane, 100 miles an hour in the fast lane, 100 miles an hour to the moon. Das ist die Hillary Bridge. Die ist nach dem Erstbesteiger von Mount Everest benannt, Edmund Hillary. Der Weg ist steiler geworden. Wir sind Schritt für Schritt weitergelaufen und haben immer wieder Päusen eingelegt. Oh, dandelion, my dandelion, tell me when you made your mind. 1000 Kilometer später sind wir angekommen. Das Namche Bazaar. Wake me up and brush my hair. Wieder die Chili hier. Die sind gar nicht. Ja, oder mir. Eben, wir jetzt Was finde ich? Ketchup. Jetzt auf Zahn. Jetzt auf Zahn. Gar nicht. Spicy. Ja, ich go for water. Ja. Oh, dandelion, my dandelion, tell me when you made your mind. So wake me up. Ich bin Coiffeur. Und was machst du da? Wenn ich Salat hätte, hätte ich einen bestellt. It's good. Very good. Yeah, it is good. Tomorrow is acclimatized day. We'll start from the breakfast. I think tomorrow we'll have breakfast again 7 o'clock. Is okay? Wünsche dir gute Nacht. When I leave here, I'm gonna live with you. Besser. Wo sind die Wanderschuhe? Take to the sky. Open up your eyes and see how far you get in just one day. Take So, Martin, wo hast du geschlafen? Irgendwo so am Eis. Der Grind auf vertrüllen. Ich habe das Gefühl, ich muss kotzen. Das war aber auch nicht. Da hatte ich kalt, hatte ich heiß. Ja, und irgendwie habe ich es doch geschafft, 3 Stunden zu schlafen. Ich habe wunderbar geschlafen. Ich bin nur 2-3 Mal verwacht, weil der da das Zeug umgehört hat und so. Der hat nicht so gut geschlafen.
Kinder haben die ganze Nacht gebellt, aber das habe ich eigentlich schon gekämpft vom letzten Mal. Und der Rest keine Ahnung, aber tipptopp. Ich habe wunderbar geschlafen. Ich habe lange, bis ich die GoPro angemacht habe und alles eingeräumt habe für heute, aber sonst tipptopp. Mighty you can be. And all this time I pictured you standing next to me. So we could go find things we'd never seen. That is Everest. Oh, and all your days you live life on the run. And now you see your time is finally gone. To live your life just one day by time I pictured you standing next to me. So we could go find things we'd never seen. Und läuft's. Sehr gut läuft's. Alles wieder verpacken, jeden Tag aufs Neue. Super, Ich muss einen Kohl vornehmen. Und ich frage mich jeden Tag, ob ich den überhaupt zu bin. Heute sind 12,5 Kilometer und über 1000 Höhenmeter auf dem Programm gestanden. Mit dem Ziel Dole, wo wir das erste Mal über 4000 Meter sind. Schon am Anfang sind wir von den schwer beladenen Jacks überholt worden. Ein Jack mag bis zu 100 Kilo Material tragen. Aber auch sehr viele Menschen tragen hier immense Lasten Richtung Basecamp. Wir Lebkirche. Wo gehst du? Free. Das WC, Big B. Free Toilet. Ja, das will ich zahlen. Free Toilet. Okay, ich zahle. Mit dem schnellsten Weg über das Kumbutal wären wir schon in 34 Kilometer im Basecamp. Anders als die meisten Touristen sind wir aber über das Gokyo-Tal gelaufen. Wie sind die Gefühle? Im Arsch. Wie geht's dir so? Perfekt, voll im Flow. Und dann haben wir es geschafft. Nach 22'000 Schritten sind wir das erste Mal über 4000 Meter gewesen. Wir sind noch fit, hä? Du sagst 1121. Es ist ein einfaches Leben auf 4000 Meter. Die einen putzen nur das Nötigste mit kaltem Wasser, die anderen gönnen sich eine warme Dusche. Du hast doch Laptop mitgenommen, Stefan. Im Zimmer innen ist es, als ob kein Fenster drin wäre. Ich ziehe das so rein. Mit den Tüchern vermachen lange nicht. Das kann man halt ein bisschen zukleben, dann aber anverrösten. Feel my mind is racing. How can I be exactly what she needs in another week? Dank dem Klebi haben wir eine ziemlich warme Nacht verbracht und sind am nächsten Morgen von der Sonne geweckt worden. Wir haben die Familie von der Lodge kennengelernt und Bri hat mit den Kindern gespielt. Toblerone.
or else we struggle. I tend to measure everything that I build. Mit langsamen Schritten ist es weitergegangen. Es ist nicht lang gegangen und wir sind schon von unseren Trägern eingeholt worden. That I didn't spend. How much in 1 month? If they will be tourist spotter, per month they will earn maybe $400, something like that. But the body goes very bad. Still them, if they don't get injured and not so much problem, they will get more exercise for their body. Local porters, they carry lots of things, but they didn't have any problem with the neck and back. Yeah, back pain. Only they have problems with the smoking. Another week, I'll be sober. And another year and another day, maybe October. But another week. Der Wind hat ein bisschen festgezogen, es war fast ein bisschen knapp ohne Händchen. Aber sonst perfekt. Cool. Das war's dann mehr. And another week, I'll be sober. And another year and another day, maybe October. Aber wenn es schon dunkel wurde, sind immer noch viele Träger dieser Hocker abgekommen. Schwer beladen in den einfachsten Turnschuhen. Tag für Tag leisten sie harte Arbeit für wenig Geld. Hold her, maybe October. Heute ist die zweite Akklimatisierungswanderung auf dem Programm gestanden. Aber jemand von uns hat diese Nacht gar keine Sorge zu tun. Doesn't work, huh? No, nicht. Und wie ist der Stand, Martin? Schon besser gewesen. Nicht geschlafen. Keine Luft. Schießt mich auch an. No way. If you are able to walk, we have to go down. Otherwise, we have to organize for heli also. Main already the symptoms is altitude sickness. Yeah. But if you are in somewhere below 1,000 meters, it will be recovery, I'm sure. But when I'm sitting here, I have pain. Yes, best things is go down. Good, alright. Yeah. We go inside for. Yeah. Die Muschel tönt überhaupt nicht. Hey, schau nur auf dich. Schau nur auf dich. Prost, Toni! Das ist schon jemand gesehen.